Im Februar dieses Jahres veröffentlichte Pete Buttar eine Nachricht auf GitHub, die die Tech-Welt erstarren ließ. Buttar ist ein freier Softwareentwickler, kein Konzern, kein Team. Es ging um die von ihm entwickelte Datei mit einer Größe von 1,9 Megabyte, die ist kleiner als ein Foto auf deinem Handy. Seine Nachricht besagte Folgendes: Er war sich ziemlich sicher, dass Microsoft einen ihrer Mitarbeiter bezahlt hatte, um sein Tool zu sabotieren und es dann auf ihren Servern zu implementieren. Ein Billionen-Dollar-Konzern. Angeblich, um eine 1,9 Megabyte große Datei zu vernichten, die von einem einzigen Mann entwickelt wurde. Diese Datei heißt Rufus. 200 Millionen Menschen haben sie heruntergeladen, fast 3 Millionen jeden einzelnen Monat. Und sie macht jede Einschränkung, die Microsoft jemals bei der Windows-Installation gesetzt hat, vollkommen optional. Windows 11 ohne TPM-Chip, ohne Microsoft-Konto, ohne Zwang. Alles, was Microsoft als nicht verhandelbar bezeichnet hat, wird verhandelbar. Deshalb haben sie es darauf abgesehen. Bevor wir tiefer einsteigen, wenn dich solche Geschichten interessieren, ein einzelner Entwickler gegen einen Billionen-Dollar-Konzern, dann abonniere den Kanal, damit dir keine dieser Analysen entgeht. Und bleib dran, denn gleich zeige ich dir, was Pete Buttar Microsoft konkret vorwirft. Dass sie angeblich einen eigenen Mitarbeiter dafür bezahlt haben, gezielt seine Downloads zu sabotieren. Eine Anschuldigung, die es in sich hat. Rufus 4.14 wurde am 30. April 2026 veröffentlicht. Die ausführbare Datei ist 1,9 Megabyte groß. Microsoft Windows 11 ist ungefähr 6 Gigabyte groß. Das bedeutet, Rufus ist etwa 3000 Mal kleiner als das Betriebssystem. Es demontiert systematisch die Einschränkungen, 3000 Mal kleiner, und es gewinnt. Betrachte nun das Ausmaß, wer es nutzt. Fast 3 Millionen Downloads jeden einzelnen Monat. Über 200 Millionen Menschen seit der ersten Veröffentlichung. Um das in Perspektive zu setzen, das sind mehr Menschen als die gesamte Bevölkerung Brasiliens. Sie alle haben sich irgendwann für eine 1,9 Megabyte große Datei entschieden, die von einem einzelnen Entwickler erstellt wurde, statt für den Weg, den Microsoft für sie vorgesehen hatte. Und was tut es, das Microsoft so sehr beunruhigt? Rufus ermöglicht es dir, Windows 11 auf Hardware zu installieren, die Microsoft offiziell als inkompatibel erklärt hat, indem es die TPM 2.0 Anforderung umgeht, die Secure Boot Anforderung und die RAM-Anforderungen. Es ermöglicht dir, die Microsoft-Konto-Anforderung während der Einrichtung zu überspringen, die Microsoft verpflichtend gemacht hat. Es ermöglicht dir, stattdessen ein lokales Konto einzurichten, was bedeutet, dass dein Computer nicht erst bei Microsoft anrufen muss, bevor du ihn nutzen kannst. Es ermöglicht dir, die automatische BitLocker-Verschlüsselung zu deaktivieren, die Windows 11 stillschweigend aktiviert, ohne es offensichtlich zu machen. Und es ermöglicht dir, die Windows-Installationsdateien direkt herunterzuladen, ohne Microsofts eigenes Medienerstellungstool zu nutzen. Microsoft hat TPM 2.0 als, und ich zitiere sie hier direkt, ein nicht verhandelbares Element für die Zukunft von Windows beschrieben. Ihre Worte waren: Indem wir TPM 2.0 als nicht verhandelbaren Standard für die Zukunft von Windows einführen, heben wir den Sicherheitsmaßstab an. Rufus macht diese nicht verhandelbare Anforderung in etwa 4 Klicks vollkommen optional. Aber die Geschichte, wie Microsoft darauf reagiert hat und wie Pete Buttar dann auf Microsoft reagiert hat, ist der Teil, den niemand vollständig in Zusammenhang bringt. Und diese Geschichte beginnt nicht 2026, sondern bereits 2021, als Microsoft die ursprüngliche Linie festlegte. Pete Buttar veröffentlichte Rufus erstmals im Dezember 2011. Der Name steht für Reliable USB Formatting Utility with Source. Ein charakteristisch unspektakulärer Name für ein Tool, dessen gesamter Zweck im Grunde war, es einfacher zu machen, bootfähige USB-Laufwerke zu erstellen. Vor Rufus war die Standardoption ein proprietäres HP-Tool, das begrenzt und veraltet war und Installation erforderte.
Bata baute etwas Kostenloses, das portabel war und Open Source unter der GNU General Public License. Du lädst es herunter, du führst es aus, du installierst nichts. Während seines ersten Jahrzehnts war Rufus hauptsächlich ein Tool für IT-Profis und technisch versierte Nutzer. Systemadministratoren trugen es auf USB-Sticks bei sich. Reparaturtechniker nutzten es, um Betriebssysteme auf defekten Maschinen neu zu installieren. Linux-Nutzer verwendeten es, um bootfähige Linux-Laufwerke zu erstellen. Es war zweckmäßig, gut bewertet und vollkommen unumstritten. Dann kam Windows 11. Im Juni 2021 kündigte Microsoft an, dass Windows 11 TPM 2.0 erfordern würde. Der Chip ist ein Hardware-Sicherheitsmodul, das in neuere Motherboards eingebaut ist. Computer, die ungefähr vor 2017 oder 2018 hergestellt wurden, haben ihn oft nicht oder haben eine frühere Version, die diese Anforderung nicht erfüllt. Microsofts eigenes PC-Integritätsprüfungstool teilte hunderten Millionen Nutzern mit, dass ihre Computer einfach nicht für das neue Betriebssystem geeignet waren. Unzählige Menschen waren davon betroffen. Schätzungen, wie viele PCs effektiv durch die TPM-Anforderung unbrauchbar wurden, reichten von 240 Millionen bis 400 Millionen Rechner. Keine kaputten Rechner, keine langsamen Rechner. Rechner, die einwandfrei funktionierten, bezahlt waren und denen nun gesagt wurde, sie hätten keine Upgrade-Möglichkeit. Microsofts offizielle Empfehlung war eindeutig: Kaufe neue Hardware oder bleibe bei Windows 10, bis dessen Support im Oktober 2025 endet. Bata hatte eine andere Antwort. Er baute die Umgehung in Rufus ein. Beginnend mit einer Funktion, die in Version 1.0.55 eingeführt wurde, konnte Rufus die Hardware-Checks während einer Windows 11-Installation vollständig umgehen, indem es einfach die Datei, die für diese Checks verantwortlich war, durch eine leere Version ersetzte. So hatten sie also einfach nichts, gegen das sie ausgeführt werden konnten. Ein Computer, den Microsoft offiziell als inkompatibel erklärt hatte, konnte nun Windows 11 sauber und stabil ausführen, ohne die Hardware, die Microsoft als nicht verhandelbar bezeichnete. Aber Microsoft beobachtete, und was als nächstes geschah, etablierte ein Muster, das sich nun dreimal wiederholt hat. Im Oktober 2024 veröffentlichte Microsoft das Windows 11 24H2 Update, und darin war eine stille Änderung eingebaut, die die Methode, die Rufus verwendet hatte, außer Kraft setzte. Das Appraiserus.dll, Ersetzen der Datei, der leere Dateitrick, der 3 Jahre lang funktioniert hatte, funktionierte nicht mehr. Microsoft hatte den Installer verbessert, um die fehlende Datei zu erkennen und nicht fortzufahren. Nutzer, die Windows 11 auf nicht unterstützter Hardware durch Rufus ausgeführt hatten, stellten fest, dass sie das große Update nicht installieren konnten. Batas Reaktion war schnell. Innerhalb von Tagen veröffentlichte er eine neue Methode, eine Reihe von Registry Fixes, die dieselbe Umgehung durch einen anderen Mechanismus erreichten. Zukünftige Versionen von Rufus wurden aktualisiert, um diese Registry Fixes automatisch anzuwenden. Die Umgehung war wiederhergestellt. Dieser Schlagabtausch verdeutlicht die grundlegende Dynamik dieser Geschichte. Microsoft schließt eine Tür, Bata findet ein Fenster. Microsoft schließt das Fenster. Bata findet ein anderes Fenster. Die Asymmetrie ist strukturell. Microsoft muss jede mögliche Umgehung antizipieren und jede einzelne blockieren. Bata muss nur eine finden, die sie übersehen haben. Und dann, im Februar 2026, eskalierte der Konflikt auf ein Niveau, das weltweite Tech-Nachrichten machte. Und das ist erst der Anfang der Eskalation. Gleich zeige ich dir nicht nur, was genau im Februar passiert ist, sondern auch, warum Microsoft diesen Kampf rechtlich eigentlich gar nicht gewinnen kann, egal wie oft sie es versuchen. Nutzer begannen zu berichten, dass Rufus keine Windows-Installationsdateien mehr herunterladen konnte.
Das Tool enthält einen eingebauten ISO-Downloader, der von einem PowerShell-Skript namens Fido unterstützt wird. Ein Skript, das Bata selbst geschrieben hat und das den Prozess automatisiert, Windows-Installationsdateien von Microsofts eigenen Servern zu bekommen, ohne dass Nutzer offizielle Microsoft-Download-Seiten navigieren oder Microsofts eigenes Medienerstellungstool verwenden müssen. Die Fido-Downloads begannen zu scheitern. IP-Adressen wurden blockiert, Fehlercodes erschienen. Bata ging auf GitHub und sagte, was seiner Meinung nach geschah. In seinen eigenen Worten: Sie erkennen das Skript, was ehrlich gesagt nicht so schwer ist, da es Open Source ist, obwohl es aktive, absichtliche Beteiligung von Microsoft erfordert, um die Skript-Downloads zu unterbrechen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Microsoft einen ihrer Mitarbeiter bezahlt hat, um einen Weg zu finden, die Fido-Downloads explizit zu unterbrechen und das dann auf ihren Servern implementiert hat. Dies war das dritte Mal, dass Microsoft Rufus blockiert oder seine Funktionalität zerstört hatte. Das erste Mal war im August 2022, als Microsoft die Sicherheit seiner Download-APIs verschärfte und das Fido-Skript vorübergehend lahmlegte. Community-Entwickler fanden eine Umgehung und Bata patchte es. Das zweite Mal war das 24H2-Update in 2024. Dadurch funktionierte die Appraiser-Res-Methode nicht mehr. Das dritte Mal war Februar 2026. Microsoft hat sich zu keinem dieser Vorfälle offiziell geäußert. Sie haben Nutzer einfach auf ihre eigenen offiziellen Tools verwiesen, aber das Muster ist dokumentiert. Und was es dir über die Machtdynamik zwischen einem Billionen-Dollar-Konzern und einem einzelnen Open-Source-Entwickler sagt, ist der wichtigste Teil dieser Geschichte. Der Februar 2026-Blog war besonders aufschlussreich, gerade wegen dem, was er war und was er nicht war. Microsoft blockierte nicht die Rufus-Anwendung. Sie blockierten ein PowerShell-Skript. Ein Skript, das in ihrer eigenen Sprache geschrieben wurde, vom Zugriff auf ihre eigenen Server, um Dateien herunterzuladen, die sie öffentlich verfügbar machen. Sie machten es schwieriger für Nutzer, Microsofts eigene Software zu bekommen, um ein Tool zu stoppen, das Menschen hilft, diese Software freier zu nutzen. Soweit fühlten sie sich gezwungen zu gehen. Währenddessen ließen sich die späteren Auswirkungen dessen, was Rufus ermöglicht, nicht mehr ignorieren. Warum kann Microsoft diesen Kampf einfach nicht gewinnen, egal wie oft sie es versuchen? Rufus ist Open Source. Die gesamte Codebasis ist öffentlich. Jeder kann sie lesen, forken, modifizieren und weiterverbreiten. Als Microsoft die Sicherheit ihrer Download-APIs im Jahr 2022 verschärfte, um das Fido-Skript lahmzulegen, konnte Bata sehen, was sich geändert hatte, eine Korrektur implementieren und ein Update bereitstellen. Als die Appraiser-Res-Methode 2024 blockiert wurde, half die Community, die die Codebasis beobachtet hatte, die neue Umgehung zu identifizieren, bevor Bata überhaupt die Änderungsprotokolle zu Ende gelesen hatte. Dasselbe Muster wiederholte sich im Februar 2026. Der Fix kam. Er kommt immer. Es gibt auch keinen rechtlichen Mechanismus, der Microsoft zur Verfügung steht. Rufus verteilt Windows nicht. Es enthält kein geistiges Eigentum von Microsoft. Es ist ein Tool, das bootfähige Medien aus Dateien erstellt, für die du bereits die Lizenz besitzt. Microsoft hat keinen Urheberrechtsanspruch auf ein USB-Formatierungstool. Sie haben kein Patent auf das Konzept, einen TPM-Check zu umgehen. Und sie können ein Open-Source-Projekt nicht schließen, das global verteilt, auf Dutzenden von Servern gespiegelt und unter der GPL lizenziert ist, einer der rechtlich robustesten Open-Source-Lizenzen, die jemals geschrieben wurden. Die Windows 10 End-of-Life-Frist im Oktober 2025 hatte hunderte Millionen Nutzer handlungsunfähig gemacht. Rufus war die praktischste, verfügbarste Antwort auf diese Situation für Nutzer, die bei Windows bleiben wollten, aber auch bei ihrer bestehenden Hardware. Das Tool, das Microsoft aktiv zu behindern versuchte, war gleichzeitig die Sache, die den größten erzwungenen Hardware-Austauschzyklus in der Geschichte des Personal Computing verhinderte. Und Millionen von Menschen wussten es.
In einem Artikel, der von How to Geek veröffentlicht wurde, einer der meistgelesenen Technologiepublikationen im englischsprachigen Raum, beschrieb ein Autor namens Jorge Aguilar, wie es sich anfühlte, auf der falschen Seite von Microsofts Hardware-Tor zu sein. Sein Laptop hatte einen Intel i7-Prozessor der 7. Generation, reichlich RAM, eine Grafikkarte, die moderne Software ausführen konnte, nach allen praktischen Maßstäben ein leistungsfähiger Rechner. Microsofts Upgrade-Tool sagte ihm, es sei inkompatibel. Der TPM-Chip, nach dem es suchte, war nicht da. Er beschrieb es so: Teure neue Hardware zu kaufen, nur um mit Microsofts Anforderungen Schritt zu halten, fühlt sich unnötig und verschwenderisch an. Sein zuverlässiger Laptop wurde plötzlich als veraltet betrachtet. Nicht, weil er nicht gut funktionierte, sondern weil er diese neuen, scheinbar willkürlichen Standards nicht erfüllte. Er ist nicht die Ausnahme. Seine Situation war und bleibt die Situation von irgendwo zwischen 240 und 400 Millionen Menschen. Sie bezahlten für diese Computer, sie warteten sie aktualisierten sie. Und das Unternehmen, das das Betriebssystem herstellt, entschied einseitig, dass die Hardware, die es einst zertifiziert und darauf verkauft hatte, nicht mehr ausreichend war. Für viele dieser Menschen war die praktische Antwort Rufus. Nicht, weil sie technisch versiert waren, die meisten waren es nicht, sondern weil das Internet sie darauf hinwies. Das Tool hat eine einfache grafische Benutzeroberfläche, die kein Kommandozeilenwissen erfordert, und die Alternative war, Geld auszugeben, das sie nicht hätten ausgeben müssen. Das ist die Geschichte hinter jeder Download-Statistik, und es ist der Grund, warum Pete Batar Rufus jedes Mal repariert, wenn Microsoft es blockiert. Der Punkt für TPM 2.0 ist nicht gänzlich aus der Luft gegriffen. Der Chip bietet echte Sicherheitsvorteile: Hardware-gestützte Verschlüsselung, verifizierte Bootkette, Schutz vor bestimmten Klassen von Firmware-Angriffen. Sicherheitsforscher, die kein kommerzielles Interesse am Ergebnis haben, sind sich im Allgemeinen einig, dass die Anforderung technisch ausgereift ist. Microsoft liegt nicht falsch, dass moderne Hardware sicherere Hardware ist. Der Punkt gegen die Art und Weise, wie Microsoft diese Anforderung implementiert hat, ist ebenfalls real und basiert nicht darauf, das Sicherheitsargument außer Acht zu lassen. Die Frage ist nicht, ob TPM 2.0 eine gute Idee ist. Die Frage ist, ob es angemessen war, eine echte Sicherheitsverbesserung als Mechanismus zu verwenden, der zufällig hunderte Millionen zahlende Kunden handlungsunfähig machte und effektiv einen Hardware-Austauschzyklus vorschrieb. Das eine schließt das andere nicht aus. Der Chip ist nützlich, und die Entscheidung war auch wirtschaftlich vorteilhaft für Hardwarehersteller. Pete Batars GitHub-Profil beschreibt ihn als freien Softwareentwickler. Seine erklärte Ansicht, ausgedrückt durch seine Arbeit über 15 Jahre, ist, dass die Weitsicht der Free Software Foundation, der Organisation, die seit Jahrzehnten argumentiert, dass Nutzer in der Lage sein müssen, die Software, die sie ausführen, zu überprüfen, zu modifizieren und zu kontrollieren, bestätigt wird. Ob man dieser Sichtweise zustimmt oder nicht, unstrittig ist, was er geschaffen hat und wie lange er es aufrechterhalten hat. Die Realität sieht so aus: Microsoft ist ein Unternehmen mit legitimen Sicherheitszielen, einem kommerziellen Interesse an Hardware-Erneuerungszyklen und einem nachgewiesenen Muster, seine Systeme so abzusichern, dass speziell Tools wie Rufus behindert werden. Batar ist ein Entwickler ohne jegliches kommerzielles Interesse, dessen Tool von mehr als 200 Millionen Menschen genutzt wurde und der jeden Block, den Microsoft eingeführt hat, behoben hat, ohne jemandem einen einzigen Cent zu berechnen. Diese Asymmetrie in Bezug auf Größe, Ressourcen und Motivation ist das, worüber es sich nachzudenken lohnt. Das größte Softwareunternehmen der Welt gegen einen Entwickler und eine Datei, die kleiner ist als die meisten E-Mail-Anhänge. Und nach 3 absichtlichen Blockaden funktioniert die Datei weiter. Wenn du bis hierhin drangeblieben bist, lass gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal, wenn du faktenbasierte Analysen willst. Hier gibt's noch mehr Geschichten aus der Welt von Big Tech, die dir sonst niemand so erzählt. Ein Entwickler, eine Anschuldigung, ein Billionen-Dollar-Konzern, der nicht antwortete.
Und im Zentrum die Datei. 1,9 Megabyte, gebaut von einem Mann, funktionierte weiter. Wenn Rufus deine Hardware am Laufen halten kann, ist die Frage nicht mehr, ob Microsofts Einschränkungen real sind. Entscheidend ist, ob du dich von ihnen stoppen lässt. Im schlimmsten Fall stehen 400 Millionen Menschen vor dieser Entscheidung. Du hast gerade die Informationen bekommen, die sie alle brauchen.